Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ich gucke mal, ob das funktioniert. Ich drehe heute hochkant, damit man einfach die Bilder besser sieht. Und zwar wollte ich euch meine fertigen Bilder zeigen von Januar bis März. Und ja, ich mache das nicht monatlich, weil ich einfach auch monatlich nicht so viel schaffe. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann könnt ihr trotzdem meine fertigen Projekte dann immer sofort sehen. Also kommt gerne auf Instagram und folgt mir. So, dann fangen wir mal an. Im Januar, also ihr seht ein bisschen, was ist es geworden. Im Januar habe ich hier dieses Bild gepainted. Das ist von Picture Moon Art. Ist 30 x 40 und damit ist auch die bepaintbare Fläche gemeint mit 30 x 40. Das habe ich bei dem Event auf Facebook Frosty Drills 2024 im Januar gepainted. Und das ist auch, also am 1. habe ich gestartet, am 1. Januar und ist fertig geworden am 30. Januar. Es hat 33 Farben, hat keine AB-Farben, sondern ja, nur normale, was heißt normale, also Harzsteine auf jeden Fall. Und genau, ich mag das Eichhörnchen sehr. Es kommt super raus. Gerade jetzt hier durch die Kamera kann man es auch sehr gut erkennen. Und ich freue mich richtig. Keine Steine sind geploppt, also super Qualität. Steine sind auch übrig geblieben. Genau, habe ich was zum Wegsortieren. So, das war im Januar. Dann kommt der Februar. Im Februar seht ihr hier schon, habe ich dieses Bild gepainted. Jetzt, hier unten ist Wachs. Und zwar ist es ein Kooperationsbild und zwar von Outdoor Tide in der Größe 30 x 30. Auch hier ist die bepaintbare Fläche 30 x 30. Ich drücke hier gerade, weil das hing erst gerade an der Wand, aber nein, ploppt nichts. Also die Steine, das sind auch eckige Steine, so wie eben das Eichhörnchen auch. Sind das, ich bin der Meinung, Acrylsteine gewesen. Aber nichtsdestotrotz, also die sitzen super, ploppen nicht. Also wir haben keine Lücken, saßen aber auch nicht total stramm nebeneinander. Also genau richtig. Also hier, das Bild hat richtig, richtig Spaß gemacht von Outdoor Tide. Und ich sage das jetzt nicht, weil das ein Kooperationsbild ist, sondern ja, weil, also das hat mich schon erstaunt. Also man sieht das auch hier. Also es hatte 30 Farben auf eine Größe von 30 x 30. Das ist auch schon ordentlich. Und ja, was ist dazu noch zu sagen? Ich meine, wer rosa oder pink mag, das ist genau das Bild. Ne? Also genau, hat super Spaß gemacht, habe ich dran gesessen die ersten 14, 15 Tage. Ich gucke noch mal. Na, schon 17 Tage habe ich dran gesessen. Aber ich habe, wie gesagt, auch nicht so viel Zeit zum Painten. Also ich bin froh, wenn ich abends dann irgendwie mal 1,5 Stunden painten kann. Das war das zweite. Dann habe ich quasi den Rest im Februar habe ich an diesen Hübschis hier gesessen. An diesen Untersetzern. Und zwar sind die etwas größer als die normalen Tassenuntersetzer. Die sind von Paint Some Way aus der Kooperation. Und ich hatte hier insgesamt 13 Farben. Ja, also insgesamt auf alle 4 waren es 13 Farben. Und wie ihr seht, dadurch, dass die so schön bunt sind, war viel Abwechslung dabei. Ne? Also man kann ja sowieso hier nicht mit Mehrfachsetzer arbeiten, ist vielleicht hier mal so in den Sternen, aber sonst, genau, sitzen die halt nicht immer gerade. Insofern war das hier auch alles Einzelsetzer und dann dauert das ja eh alles ein bisschen länger. Also hier habe ich schon ganz schön lange dran gesessen. Ging nicht so schnell, wie ich zuerst vermutet habe, aber hat super Spaß gemacht. Ich finde, das Ergebnis ist mega. Also ich mag gerne diese Mandalas.
Und für den Sommer, der Sommer kommt, ne, dann glitzert das nochmal umso mehr. Und zwar hat jede hier so eine Korkwand, so einen Korkaufsetzer nochmal, damit das auf dem Tisch nicht lang rutscht. Bei dem hier habe ich es, glaube ich, schon gemacht. Nee, bei dem hier habe ich schon gemacht. Genau. Und dann rutscht das auch auf dem Tisch nicht rum. Und genau, ich will die noch versiegeln, deswegen habe ich jetzt unter den anderen, habe ich noch nicht die Korkplättchen drauf gemacht. Genau, das war im Februar. So. Das war im Februar. Ich stelle das mal hier an die Seite. Dann gehen wir mal zum März. Und da habe ich beendet. Und zwar haben wir hier eine Eule. Ich mache mir immer so kleine Sticker drauf, damit ich weiß, von welchen Firmen das ist. Das ist ein super schönes Teilbild. Hat 8 Farben und ganz viele Sondersteine, wie ihr seht. Und ich finde das zuckersüß. Also ich mag Eulen und diese Farben sind ein Traum. Wie findet ihr das? Das war natürlich dann auch relativ schnell fertig. 30 x 30 ist das hier. Ich lieb's. Ist wirklich sehr schön geworden. Versiegelt habe ich die jetzt alle noch nicht. Das kommt jetzt, ich habe ein bisschen gesammelt. Dann lohnt sich das auch, den Baufahren rauszuholen. Na, und alle einmal durchzupinseln. Auch Teilbilder versiegle ich, damit halt die schönen Sondersteine, Strasssteine nicht runterfallen irgendwann. Und dann kommt das in meine Mappe. Obwohl, dies hier würde ich vielleicht sogar aufhängen. Muss ich mal gucken. Genau. Und dann habe ich noch ein Teilbild. Schön für Ostern noch geschafft. Und zwar ist das dieses hier. Das finde ich auch zuckersüß. Und hier ist sogar noch die Folie drauf, weil ich das transportiert hatte. Kann man nochmal abmachen, weil das noch ein bisschen klebt. Viele Sondersteine, hat 6, 2, 4, 5, 11 Farben sozusagen. 11 verschiedene Steine. Und ich finde es super süß. Das ist das. Ich will auch nicht lange um den heißen Brei rumholen. So, und hier kommt jetzt das, worauf ich mich schon gefreut habe, dass es jetzt fertig geworden ist. Deswegen filme ich heute auch im Hochkant, damit ich einfach dieses Bild super drauf kriege. Und zwar ist es eine Giraffe. Und das Bild ist 40 x 70. Ist von einer Kooperation mit New Craft Day. Und das wollte ich jetzt unbedingt, dass das mal fertig wird, weil das habe ich angefangen. Im Dezember habe ich das angefangen. Und dann, weil ich im Dezember an meinem Adventshäuschen gepaintet habe, hat das dann geruht. Und im Januar hat es auch geruht und im Februar habe ich jetzt wieder angefangen und jetzt im März war das eigentlich mein Hauptprojekt. Ich denke, dass diese Leinwand nicht für alle Leinwände bei New Craft Day steht, weil diese Leinwand muss eine alte Leinwand sein, weil der Kleber, also zu Anfang, die Folie habe ich kaum abgekriegt, ja, der Kleber klebte dann letztendlich an der Folie. Also es war ganz schrecklich, deswegen habe ich hier auch mit Backpapier auf jeden Fall gearbeitet, von Anfang an. Die Steine ploppen. Also sie sitzen eng, ja, aber ihr kennt ja dieses Sauggeräusch, wenn ihr paintet. Das hängt ja auch mit dem Kleber von der Leinwand zusammen. Ja, da könnt ihr dann schon auch mit normalem Wachs, was bei den Kids immer dabei ist, schon dieses Saugnapfgeräusch erzeugen, wenn ihr paintet. Und hier war das überhaupt nicht der Fall. Also man sieht es hier auch, hier schon wieder ein Stein abgegangen, sehe ich jetzt hier gerade. Also ich muss das dringendst versiegeln. Ich hatte sogar schon überlegt, während des Paintens zu versiegeln, aber ich hatte Angst, dass man dann die Übergänge, wenn ich dann nachher den Rest versiegle, dass man die Übergänge vom Versiegler sieht. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber ich war ständig dabei, irgendwelche Steine nachzusetzen, weil die abgefallen sind.
Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe jetzt sonst noch nicht so ein großes Bild von New Craft Day gepainted, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also die Giraffe gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr bei New Craft Day. Ich denke mal, das war so ein Auslaufmodell. Aber ich finde das Motiv super. Es kommt super raus. Am Anfang hier unten, also ich hatte hier unten angefangen und habe mich dann so in Streifen nach oben gehangelt. Es kommt hier auch schon wieder ein Stein raus. Okay. Auf jeden Fall fand ich es hier unten ein bisschen dunkel und hat mir überhaupt nicht gefallen, so richtig, weil die Farben einfach alle ein bisschen dunkel waren hier unten. Aber so durch die Kamera sieht man jetzt aber auch trotzdem die Blumen sehr schön. Und hier, als ich dann hier kam, wo die hellere Blume kam und jetzt hier dann der Kopf anfing, gefiel es mir sehr gut. Und jetzt im Gesamtbild finde ich es klasse. Ich freue mich richtig, dass es fertig geworden ist. Und ich werde es jetzt ganz schnell versiegeln. Und dann kommt das nochmal kurz vorm Schrank zum Anschauen. Und dann hänge ich es auch wieder weg. Das war mein Quarter-Rückblick, meine Quarter-Review. First Quarter sozusagen, Quartal, erstes Quartal Rückblick. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich werde noch mal ein Video machen, wo ich meine VIPs zeige, die jetzt mit ins zweite Quartal quasi wandern, und kann euch dann noch mal sagen, was ich vielleicht noch mal an neuen Bildern anfange. Also wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke hier unten und dann freue ich mich auf ein Wiedersehen im nächsten Video. Bis dahin, Happy Diamond Painting!